Angekommen sind wir, ob wir zurück nach Hause kommen, wissen wir nicht, denn der gute alte Tank hat sich gemeldet. Bei E. So gefüllt wie meine Glykogenspeicher gerade sind, so leer ist unser Tank. Vielleicht gibt es auch noch den nächtlichen Walk dann danach, wenn ich morgen in die Classic bis wir daheim sind, Alter. Die Veränderung zum letzten Mal, die ist so gravierend. Was wäre, wenn 6 Kilo mehr Muskeln, wenn es im Schwergewicht keine schlechte Figur macht? Das ist ja überkrank. Was spricht denn da dagegen? Mach's doch. Wird vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein Schock sein. Ich wechsle ins Schwergewicht. Aber ich hab's gewusst. Auf, hoch mit! Noch einer! Schwung, 7! Einer! Letzter! 8! Klar, bei! Drücken wir durch. Alter! Jetzt geht's zum Olympia! Und ich schleiche mich wieder an. Und ich habe gerade Tabletten im Mund, und zwar Magnesium. Zu jeder Mahlzeit 2 Kapseln davon. Ist für mich essentiell wichtig. Davor oder danach? Davor. Und ich hole noch kurz was. Hey Alicia. Hallo Markus, Ja, gut siehst du aus. danke Mausi. Das spüle ich runter mit ich verrate hier alle meine Gamechanger. Unbezahlte Werbung hier. Karikol gibt es bei der Apotheke. Das ist, wie heißt diese Frucht? Papaya. Genau. Gibt es auch bei Amazon. Ist Papaya und Buddha ist hier natürlich auch drauf. For your daily smile. Deswegen gleich immer so viel. Nee, aber das Papaya-Extrakt. Man könnte auch normale Papaya nehmen, aber was macht Papaya? Hat sehr gute Enzyme drin. Enzyme sind wichtig, um die Nährstoffe aufzuspalten. Es geht hier heute schon voll theoretisch los. Aber ja. Ist jetzt Science-YouTuber. Ich bin science-based unterwegs tatsächlich. Aber nee, das hilft tatsächlich sehr beim Aufladen. Denn Aufladen ist auch ein gutes Stichwort. Hier seht ihr mal meine Ladeecke. So sieht's aus bei einem Bodybuilder. Der Honigbär ist gar nicht mehr so voll. Also es fliegt schon einiges rein. Heute Morgen hatten wir Formcheck mit Stefan. Und ja, ich muss auf jeden Fall noch praller werden. Das heißt, es gibt noch mehr Essen. Ich habe jetzt 180 Gramm Reispudding pro Portion und das sind 5 am Tag. Ich habe 3 mal 150 Gramm Reis, also 450. Davon gibt es jetzt noch eine. Ich habe 170 Gramm Buchweizen heute Abend. Ja, ich habe fucking viele Kohlenhydrate. Der Sack ist ungefähr noch bis hierhin voll. Aber wir wollen richtig prall und voll auf die Bühne kommen. So wie sich das Ganze gehört. Auf Essen habe ich auch gerade nicht mehr so. Langsam kommt wieder, wer die Italien- und Offenbach-Videos gesehen hat, kommt so der Schwanker. Aber es gibt hier jetzt, bevor wir zum Friseur gehen, zum Barber, Du hast frisch gemacht. in den Barbershop, ja muss, weil heute Abend haben wir auf jeden Fall schon die ersten Begegnungen, was Olympia angeht. Heute Abend ist das Pro-Meeting von den Open-Jungs, also von mir. Ich bin das noch von den letzten Jahren gewohnt, dass bei Classic und so diese ganzen Gewichtskategorien, wo man ein Gewichtslimit hat, das passiert alles morgen früh. Aber es ist recht entspannt, dass heute Abend Open Pro-Meeting ist und ich glaube, Figur und Wellness hat auch kein Gewichtslimit. Dementsprechend sind die da auch. Und morgen ist dann Pressekonferenz, also muss der Bart ab, die Seiten müssen wieder ein bisschen aufgefrischt werden. Und ja, das ist, wir gehen in den Laden, by the way, Schatzi, wo wir vor 4 Jahren, wo wir hier ich habe dem gesagt, so clean up my eyebrows, also dass dass es so ein bisschen kantiger aussieht, wenn man mit dem Rasiermesser hingeht. Das hat der verstanden, cut my eyebrow, und dann hatte ich da so ein, weißt du, es gibt ja auch diese Cuts in den Augenbrauen. Dann sah ich aus wie so ein kleiner, wie hast du gesagt? Pirat. Ich war da so ein kleiner Pirat. Und dachte mir jetzt, Alter, wie sehe ich denn aus? Aber irgendwie war es auch cool. Packen wir's an, wie Stefan jetzt sagen wird. Alter.
Oh, good. Yeah. Rich in the house. Hey, 4 years later. Ready? Yeah. Ready, hell yeah. Now you're getting me ready. Final touch. The only guy I can trust here in Vegas. You more bigger than Yeah. True, bro. last time. I got bigger. That's what I want to hear. So, fade, zero fade. Medium. Yeah. Here. Yeah, what would you say? Medium fade, huh? Then take the beard off completely, Okay. skin, and clean up the eyebrows. Okay, and the top a little bit. Yeah, a little bit less. Okay, no problem. So ein schöner Laden hier. Flow Barbershop, also für alle, die in Vegas sind, gern mal vorbeischauen. You like baseball? Yeah. You? I've been to Tijuana and watched baseball. Okay. But it takes like 3 or 4 hours, right? Long, Yeah. very long games. Yeah. And they gave me the beer to drink with the chili around. That's what they drink there. Yeah. That was a good experience. Yes. I did my first Pro Show there. Ja, wir unterhalten uns gerade über Baseball. Jetzt sind dann anscheinend die Playoffs und da geht es um ein Spiel, weil es mich interessiert hat, so 2 Stunden. Es ging aber früher noch viel länger. Ich erinnere mich auch, als ich in Mexiko war, in Tijuana und ein Spiel gesehen habe, waren wir gefühlt 4 Stunden da oder so. Da hat er gesagt, da haben wir jetzt gelacht, weil wahrscheinlich die Leute von Minute zu Minute den Alkohol fließen lassen. Dementsprechend halten wir Deutschen ist immer kurz und knackig mit unseren 90 Minuten. See you soon. Thank you. Thank you, man. Bye bye. Flow Barbershop. So sieht's aus auf jeden Fall. Take a picture, you. Of course, ja. Kein Moment. Ja, falls der ein oder andere zusammen mit der Partnerin die Videos schaut, das machen auch viele, wurde mir geschrieben, dann müsst ihr verstehen, für uns Männer ist das der kleine Wellnessurlaub. Wenn ihr Nägel macht oder Lashes oder selber beim Friseur sitzt. Frauen sind immer ein bisschen genervt, glaube ich, beim Friseur. Also ich finde es immer richtig entspannend und erholend. Und wir gucken, dass wir den Bären weiter aufladen und dann heute Abend zum Pro-Meeting gehen. So, Alicia, was sagst du denn zu deinem Freund? Ich finde ihn wunderschön. Dein Freund ist jetzt mal in erster Linie egal, weil du musst den Leuten lieber berichten, mit welcher Legende du gerade Beine trainiert hast. Ist Ronny Rockel da? Und was der gemacht hat. Es war, kleiner Hint, es war mein Trainingspartner in Kuwait, wo ich mir auch schon dachte, letzte Olympia-Vorbereitung, wie kann der Typ so aussehen,
und so eine Einstellung zum Training und so haben. Schatzi, löse es auf. Wir haben ja gar nicht so trainiert, wir haben uns ein Gerät geteilt. Er hat sehr breite Beine, also er hatte so breite Beine, wie mein Körper eigentlich war, muss ich ehrlich sagen. Neckzilla. Das war Neckzilla. Und ich hatte so pro Seite so 2 Scheibenplatten und er so, ob er halt an das Gerät kann, hat er pro Seite so 10 gemacht. Völlig okay. Und dann habe ich ihn halt darauf hingewiesen, dass ich einen Satz machen muss. Und dann der so, und dann ich so, ja Bro, ne, ich muss nur einen Satz machen. Was hat er in seiner Satzpause gemacht? Gesmoked. Und danach? Während ich Airbike fahren wollte, smoked er mir einfach ins Gesicht. Er hat einen Gibbet geraucht und ist dann, was gab's dafür? Im Studio? Also ja, da gab es so Raccoon Cake Pops und so Kürbiskuchen for free. Und nach jedem Satz ist er so hingegangen, hat so einen gegessen, hat wieder so Satz gemacht, hat nicht mal verdaut, nebenher noch so gegessen. Bester Mann. Und der steht beim Olympia, Alter. Und sieht ist aus, so wie er aussieht. Und hat es dann gerechtfertigt, dass es seine Intra-Cups so heute sind. Aber es waren bestimmt 10 Kuchen und 6 Cake Pops. So geil, weißt du. Und dann sind daheim oder sind da Zuschauer, die jedes Gramm Reis abwiegen und so genau mit allem Training aufschreiben und das sind. Und in Kuwait waren wir morgens beim Cardio machen, der steigt auf das Cardio-Bike, Stufe 2. Also kannst du eigentlich auch so machen, das kommt auch selber raus. Wie kannst du machen? So. Jedes Mal, wenn er eine WhatsApp-Nachricht bekommen hat, hat er aufgehört zu treten, hat seine Nachricht beantwortet, hat kurz gelacht. Nach 12 Minuten Gesundheit. Nach 12 Minuten Cardio sagt er, it's okay, Bro. Steigt ab und geht. Und ich sitze daneben, ich strampel mir einen ab, 30 Minuten, mache sogar 35 Sonderzuschlag. Und dann gibt es einfach solche genetischen Freaks. Also, ja, immer wieder herrlich. Aber auch gleichzeitig cool, weil das gibt... Also viele stressen sich ja dadurch und ich habe jetzt meine Nachtroutine und habe mein Post-Workout mir jetzt nicht 35,2 Sekunden nach dem Workout gegessen und dann mag ich es auch, solche Leute mal zu beobachten, die bringen dann einen wieder mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen und Der Post-Workout während dem Satz gegessen. Ja. Der hat wirklich so Beinpresse gemacht, redet so und isst nebenher so seinen Kürbiskuchen, die Krümel laufen da runter, aber bewegt er so 300 Kilo. Ich dachte, Bro, was geht jetzt ab? So, du bewegst 300 Kilo, Alter. Nebenher hat er noch ein YouTube-Video gedreht. So, ich mache hier I'm Here Ready, dass wir mitnehmen. Später zum Athletenmeeting. Und eins, das gibt's jetzt. So. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das ist fürs Bodybuilding eigentlich ein gutes Stichwort. Und da wir später wahrscheinlich nicht mehr so Bock haben, weil wir müde sein werden, ich darf keine Pussy sein. Es ist immer noch kalt. Machen wir jetzt die Farbe, bevor wir dann zum Meeting gehen. Und dann haben wir danach nichts mehr Großartiges zu tun. Wir können dann essen im Nächtigen. Ja, ich sag's dir, wenn ich weiß, morgen kommt nochmal ein Ladetag. So langsam verstehe ich den Markus auch. Wer hat's eigentlich schon ausprobiert? 3 mal 500 Gramm Oatmeal und 1 Kilo Reis. Wir sind angekommen, oder besser gesagt, angekommen sind wir. Ob wir zurück nach Hause kommen, wissen wir nicht, denn der gute alte Tank hat sich gemeldet. Bei E. So gefüllt wie meine Glykogenspeicher gerade sind, so leer ist unser Tank. Deswegen gucken wir mal. Vielleicht gibt es auch noch den nächtlichen Walk dann danach.
Wir schicken Matze einfach los. Dann kann ich morgen in die Classic. Bis wir daheim sind, Alter. Scheiße. Ich dachte 64 Meilen reicht locker für 2 Stunden. Ja, bei deinem passt den nicht. Der war gut. Überall durchtrainierte Leute. Da sind wir auf jeden Fall richtig. Jetzt geht es zum Athletenmeeting. Als Deutscher ist man natürlich überpünktlich. Natürlich kann gleich auch wieder gezockt werden. Endlich. Wenn nicht in Vegas, wo dann? Alter, auch hier Kippengeruch, oder? Klar, hier drin darf geraucht werden, hier drin darf Alkohol konsumiert, getrunken werden. Die wollen hier möglichst, dass du lange und viel Zeit verbringst. How are you, man? Very excited to see you make that fucking top 5 of the Olympia, baby. Shit. We were just talking about it. I appreciate you, bro. Nice to meet you. Good luck. Thank you. Die Leute freuen sich auf jeden Fall. Ich freue mich auch. All good. We're waiting. That's not me. Damn, I thought it was. Close enough. You're Martin Lawrence? Yeah. What? Excuse me. First, can I get you? Of course. Thank you. Die lieben die Open hier. Mev, hast du uns so verarscht? Das war heute. Also ich war halt beim Amateur, dann haben die da ein riesiges Olympia-Logo gehabt. Aber vielleicht haben die jetzt hier ein bisschen mehr Werbepartner eingekauft. Wer hat im letzten Video unter den Kommentaren, habe ich irgendwo gelesen, dass ich aussehe wie Max Verstappen. Oh. What's up, brother? How you doing? Good. Yeah, congratulations too. Oh shit. Crazy. You remember 4 years ago I was like backstage if you just saw Antonio Burton in the house. Videos. I was like, damn, he looks so crazy. I was just looking Now at those videos we're up too, there together. So excited. It'll be fun. It'll be a good one. Let's go. Hey, congrats again on your win. Thank you. What's up? Of course, brother. I'm excited for you in the open, man. Where you belong, bro. Finally. I know. Do you look amazing in your 2 shows? No more. The big bear now. What's up, brother? Good to see you, man. Man, proud of you, bro. Thank you. Fucking badass. Let's go. Man, you fucking showed up. You showed up. You showed up. Gib Gas morgen. Ja, auf jeden Fall. Richtig Gas morgen. Hey. Das ist heute Nest. Vor 4 Wochen in Offenbach und jetzt hier. Ja. So. Gib richtig Super, Gas. auf jeden Fall. Ja, jetzt geht's ab. Ja. Ja, wen sehe ich ja gleich als erstes? Stefan. Ja, klar. Danke, hey, danke. Deutschland in der Haus, Alter. Weißt du, wen man als erstes immer sieht? Danke. I'm gonna go see the So temperature. kenne ich unter 1000 Leuten, Alter. Oh, der Reaction-Boss. Oh, der Manager. Manipulator. Ja. Ne? David hat gerade festgestellt, du hast eine größere Kamera. Aber ich habe gesagt, ich habe einen größeren Penis. Ich wollte es gerade sagen. Deswegen Kamera. Du nicht. Genau. Also allein mit uns, wir wollen ja nicht zu spät kommen. Oh, I didn't realize. Bro, That's a new guy. you did Olympia. Damn, very good. Congratulations, bro. How are you? Sorry, ladies first. So, how's it going? All good? All good, man. You're looking good. Yeah, I saw some ab shots. yeah. Prep for the I gotta see this guy in Cheesecake Factory after it. Like, Yeah. Top 5 for easy. I did in every diet, division. I did diet for the athletes. Now I need to do refeed. That's a real coach. Yeah. I will start my. Yeah, my- one calm up. Nice. See you. Hey, how you doing? Good, how are Good you? to see you, man. Always good to How see you you, doing? bud. All good? Only you can come in, not your buddies. Buddies. We're gonna see you on the other side. Thank Good luck, you. buddy. Hey. Nice meeting you. Athletes? Hey, bud. Yeah. Markus musste leider draußen bleiben, aber ich habe meinen Kumpel gefunden. William und ich sind wieder vereint und ja, wir machen hier gerade Athletenmeeting. Die Mädels und die Jungs sind am Start
alle Big Boys. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt hier so abläuft. Markus, Alisha, die warten draußen und ich hoffe, dass es hier First time with the open guys. with this guy. The big boys. A few months ago I was cheering for him in New York. Yes, that's a classic guy. Yeah. He's at the top. And we were sitting in front of the Airbnb where we lived together, and he looked at me, he was like, why you don't compete in Open? And I was like, fuck, I think I'm too small, and here we are. Na, aber da drinnen ist jetzt so, die Klassen, die nicht gewogen werden müssen, haben jetzt Registrierung. Sprich Open Bodybuilding, Wellness, Figur, Physik, Fitness. Die kriegen Startnummern, werden wahrscheinlich ihre Training-Termine ausmachen. Es gibt eine Ansprache, wie wichtig alles ist und wie gut alles an, ist. würden wir lallen. Das ist noch nicht, bis die fertig sind sie aber noch nicht. Der tut wieder so, als wären wir besoffen. Naja, Moment mal. Was habt ihr da drin? Ich bin schon leer. Orangenzeste. Ja, sie hat Vorsprung, ich habe mit Dennis James reden müssen. Dennis James hat ja, fangen wir schon an zu trinken. Sie hat gezahlt. Ja, was hast du gezahlt? 80. Was? 80. Plus Glas. Plus das Glas haben wir quasi geschenkt bekommen. Warte mal, für einen oder für zwei? Zwei. Geht ja. Ja, finde ich auch. Okay. Mit einer handgeschnittenen Orange. Wobei, das war echt geil. Er macht das so ins Glas und sie sagt, to go. Und er, yes, to go. Yes, gibt uns das Glas. Nee, danke. Warum? Weil ich noch fahren muss. Ich hätte meine persönliche Assistentin gebraucht da drin. Was haben wir hier? Wir haben die Startnummer 2 auf jeden Fall. Also sie machen mehrmal Alphabet, okay? Nee, Hardy ist 1, ich bin 2. Und Martin 3. Natürlich habe ich für die Abonnenten extra was ausgehandelt und habe jetzt hier als einziger ein Special-Paket bekommen. Und zwar mit Olympiakarten. Vor allem für die Deutschen, die zum Meet the Olympians kommen. Die sind für dich, Schatzi. Kannst du dir daheim ins Büro hängen, dass du ja auch jeden Tag an mich denkst. Dann haben wir räudige Riegel, die auf jeden Fall nicht besser sind wie die Designer-Bars. Also können die auf jeden Fall schon mal rausfliegen. Ganz ehrlich, mit so einer Frau hat man schon gewonnen. Oh. Deswegen haben wir hier auch eine weitere Medaille. Die 5. im Bunde. Oh, süß. Süß. Was man sagen muss, schlau gemacht von den Casinos oder Gebäuden in Vegas. Man verirrt sich hier auch gut und gern mal. Also, wenn ihr mal eure Steps voll kriegen müsst, einfach nach Vegas fliegen und eine Toilette im Casino suchen zum Beispiel. Glaubt mir, da verläuft ihr euch. Und jetzt nimmt das Olympia-Wochenende schon Fahrt auf. Jetzt fängt so ein bisschen Kribbeln an, gell schon? Also bei mir kribbelt nicht, aber es geht halt richtig zack zack jetzt. Das, was ich vor ein paar Tagen noch gemeint habe, morgen 11:30 Uhr los zur Presscon oder 11:30 Uhr da sein, dann ist Presskonferenz, dann geht man heim, isst noch ein paar Mal, dann ist Meet and Greet und dann ist schon Showday. Also richtig cool. Und wir haben News bekommen, dass das ist Pre-Judging. Es fängt so um 18 Uhr an, aber wir werden wahrscheinlich relativ früh. Also die Uhrzeiten werden sich wahrscheinlich für euch dann verschieben. Hoffentlich ein bisschen besser. Ich weiß gerade nicht, wie die Umrechnung ist nach Deutschland. Aber wir werden dann am Freitag zumindest früher auf der Bühne sein. Also ich denke mal zwischen 18 Uhr sicher nicht, aber so vielleicht 19 oder 20 Uhr. I'm Anthony. So I have 4 sons. Yeah. And they're into you. They say, oh, he's going from. I'm trying to call him. Oh, that's amazing. So they know you're going to Open. Yeah. Dude, they're into it. They are into you. Listen, guys. I just met the amazing dad of yours in front of the lobby here in Vegas, and you better listen to this guy because otherwise he's gonna kick your ass. Nah. Best regards to you guys, and thank you for all the support. That's awesome, man. Appreciate it. Yeah. Das ist der morgendliche Vibe. Heute mal um 6:30. Irgendwie die innere Uhr hat mir gesagt, wach auf. Und dann komme ich immer hier rausgelaufen, das müsst ihr euch vorstellen. Wir leben wie in einer Zeitschleife hier. Ich
Machen wir kurz den Whiz ein bisschen leiser. Ich spaziere hier raus, wie ihr im letzten Video gesehen habt, splitterfasernackt. Die Jury sitzt schon zu meiner Linken. Markus sitzt da hinten. Ich weiß nicht, ob der also das, was ihr jetzt seht hinter der Cam, ist, glaube ich, die einzige Zeit, wo der Mann läuft. Also haut nochmal die Kommentare voll für Markus. Und sonst, ich muss mal hier ganz kurz bei deinem Setup gucken, ob hier schon, ob das Sitzkissen hier schon, nee, noch nicht durchgesessen. Noch nicht durchgesessen und nicht durchgenässt. Das dachte ich nämlich. Dann nehme ich mein Gewicht und Stefan schaut schon einmal drauf und sagt, ja, die Nacht war gut, das passt. Das Gewicht ist auch höher, das ist sehr gut. Ich habe ja ehrlicherweise, deswegen habe ich es auch gestern noch stehen lassen. Man kann ja nicht wissen, ob der Trainer das noch sehen will. Aber ich konnte nicht mehr. Also, das ist gestern noch vom letzten mir übrig geblieben. Ich habe durchgeschlafen. Ich habe aber ich hab so gefeiert, so richtig, oh, komm jetzt, Junge. Weil es so warm war oder weil du zu müde warst? Nee, ich glaube, mein Körper war schon eingestellt auf geh jetzt pennen. Aber ich kann das Süße. Also diese Bananen-Dattel-Reispudding-Mischung. Jetzt geht's wieder, weil jetzt weiß ich, so morgens ist immer, esse ich das eher vor und nach dem Training, das wisst ihr ja. Aber abends dann nochmal so ein süßes Ding, 7. Mahlzeit. Ja, aber wie Alice sagen würde, stell dich jetzt nicht so an, Junge. Aber gestern war sie ganz süß. Habe ich geschrieben, Schatz, ich habe das Meal nicht geschafft. So. Was soll man irgendwas anderes machen? Aber ich glaube, heute, wenn wir nochmal moderat laden, geht es schon. Und ich habe gemerkt, das ist jeder mal, das kennt ihr wahrscheinlich auch, der eine kann morgens gar nichts essen, der andere kann abends nichts essen. Und dadurch, dass Stefan das immer strategisch die ganze Diät eigentlich so gemacht hat, dass ich eher abends diese Fett-Protein-Kombination hatte als letztes Meal und es nicht so im Magen lag, habe ich mich halt über die letzten 6 Monate dran gewöhnt, eher morgens und mittags die meisten Carbs zu essen und abends dann eher ein bisschen leichter. Aber die Fülle ist jetzt schon gut da, deswegen können wir jetzt nochmal entspannt voll machen und dann wird das bombastisch morgen. Wird geil. Also Stefan war ja eben sehr begeistert. Ja, also wenn der Plan aufgeht, ist auch der aller Grund dazu da. Und ja, ich kann auch mittlerweile relativ gut Feedback geben. So. Ich finde, ich bin definitiv voller als gestern. Wir haben beide gesagt, so ein bisschen geht noch, aber das geht sich dann voll aus mit dem heutigen Tag. Wenn man noch im Kopf hat, dass man muss das ja auch immer gegenrechnen, das ist ja krank, was der Mann alles im Kopf haben muss, weil heute die Pressekonferenz ist, dann laufe ich auch wieder mehr als sonst. Dann hast du das Meet and Greet, wo ich auch wieder mit den Leuten stehe und rede. Also es ist schon mehr Action, als dass ich nur auf der Couch hier mein Undercover schauen würde. Ja. Dementsprechend, ja, fahren wir jetzt gleich ins Gym, gucken unter den gleichen Lichtverhältnissen und passen dann. Ja, also schon geschickt. Ach, Maestro. Also. Noch nicht, also das Salzwasser habe ich schon richtig eingetragen. Cups muss ich noch. Und dann bin ich safe. Das ist ganz lustig bei mir. Oft bringen mir so Zwischensequenzen einer Bewegung mehr als eine tatsächliche Pose. Mhm. Weil der Körper irgendwie anders wirkt und einen anderen Eindruck hat. Und gerade das ist jetzt total cool. Ich feiere das einen Mörder. Ich habe ihn jetzt jeden Tag, weil ich da war, zu dem Zeitpunkt, wo er aufgewacht ist, da bei der Tür rausgehen gesehen. Und das ist jedes Mal eine komplett andere Optik. Gestern so das Geilste, oder wenn es jetzt so meine emotionale Berg- und Talfahrt, oder Tal war ja nicht richtig, aber Berg- und Talfahrt siehst, dann finde ich, hat er am Montag war das, glaube ich, abartig geil ausgeschaut. Ich glaube, am Montag war das, nach dem Tag, wo wir geladen haben. Ja. Wo das Gewicht aber noch nicht wirklich hoch ist, sondern gleich ist, das hat brutal ausgeschaut. Am Tag danach war es ein bisschen mehr.
Gestern war es auch ein bisschen Mai. Und jetzt war das erste Mal so, Tier geht auf, er kommt raus und der erste Eindruck ist bei mir immer der richtige. Und der erste Eindruck war Wumms. Und dann weiß ich, es ist alles gut. Also es ist echt so, dieses, um zu unserem Diskussionsthema gestern zurückzukommen, dieses Instinktgesteuerte. Was sagt mein Instinkt und was kommt rein? Und das war so richtig, bam, der scharf konturierte Bauch, ich sehe, die Muskeln sind präsent, es ist alles da, das reicht dann. Da braucht man dann auch gar keine Pose. Und ich bin mir 1000% sicher, dass sehr viel des Wertungsprozesses auch über dieses Prinzip funktioniert. Jetzt gar nicht so immer ganz genau. Und du hast im Doppelbizeps einen 4 cm größeren Bizeps, sondern dieses, und das ist zum Beispiel der Nick-Bonus. Da bin ich mir 1000, weil wenn du das Bodybuilding technisch anschaust, geht es eigentlich nicht. Aber der kommt raus und dieser Eindruck von Stärke, den du kriegst, dieses Wumms, und das hat man jetzt halt schön gesehen, wie gut das funktioniert. Das sieht für mich so aus wie so Reis mit Gulasch von weitem. Mit viel Fantasie, Bro. Das ist ohne Scheiß. Ja, es sieht irgendwie herzhaft aus, es ist aber wieder süß und der Geschmack, ich weiß jetzt schon, wie es schmeckt. Aber ey, ganz ehrlich, wir stellen uns nicht an, wir laden es uns rein. Vor 5 oder 6 Wochen wäre ich dankbar über dieses Meal gewesen. Man kann über Essen, glaube ich, immer dankbar sein. Dementsprechend wird das gegessen. Das hier habe ich mir schon vorbereitet. Der gute alte Ritze-Pudding. Das ist eigentlich auch nicht die Konsistenz, die ich mag, sondern die Mürtelkonsistenz. Aber den Fehler mache ich auf jeden Fall nicht, beziehungsweise habe ich den Gott sei Dank noch nie gemacht, aber man weiß nie, wie lange sich die Presskonferenz zieht. Und das Schlimmste, was dir passieren kann als Bodybuilder, ist, dass du nicht genug Essen dabei hast und dann die Flachheit kommt. Und die Flachheit ist der Feind eines jeden Bodybuilders, wie wir wissen. Also esse ich hier jetzt noch eine Portion Reis. Das nehme ich mit und ich nehme sogar nochmal die nächste Portion Reis dann mit. Der Ball, da liegt hier so random rum die ganze Zeit hier. Weil jeder ist auf den Geschmack gekommen, sich die Plantarfaszie am Fuß auszurollen. Also erst habe ich damit angefangen. Jetzt macht sogar Alice auf einmal und rollt sich da aus. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ich habe gerade aus dem Auto die Uniform rausgeholt. Für jeden ambitionierten Bodybuilder ist das so ein Traum, der in Erfüllung geht, wenn man sich für den Olympia qualifiziert und dann diese Jacke hier bekommt, weil die gibt es sonst nicht zu kaufen. Und besonders die hier, wie ihr schon lesen könnt, der Open Urs Kaliczynski, gibt es für die Open-Jungs, die qualifiziert sind, nochmal eine Spezialjacke. Also 5 habe ich im Schrank hängen. Das ist immer echt eine Ehre und wirklich, als ich 15, 16 war, habe ich schon immer davon geträumt, so eine Jacke zu haben. Habe die dann bei David zum Beispiel damals das erste Mal gesehen und so angefasst. Und das hört sich weird an, weil es eigentlich nur eine Jacke ist so und jetzt auch keine ultra krasse, aber es ist einfach, es ist viel mehr wert am Ende als außer Preisgeld und so. Du denkst dir, ey krass. Das sind Erinnerungen, die hat man dann im Schrank hängen. Ich meine, Markus hat es uns ja auch erzählt, seine Olympiajacken, die der hat und so. Deswegen wollte ich euch mal hier mitnehmen und reinschauen, was es da gibt. Normal kenne ich immer nur diesen Bag hier, weil in der Classic habe ich immer eine Jacke gekriegt, wonach das hier aussieht. Frage ich mich ehrlich gesagt noch, ob das einfach nur noch mein Geschenk ist. Oder ob das Teil von der Jacke ist, aber ich glaube, das ist einfach nur so nochmal eine Hose dazu. Kann das sein? Yes, you can steht da drauf. Ja, nee, das ist schon nochmal für Olympia. Aber da ist jetzt, glaube ich, kein, also mein Name lese ich hier nicht drin. Und die wollen, wie gesagt, dass man das immer zur Pressekonferenz und zum
Meet the Olympians anzieht. Ja, es ist nochmal so ein spezielles Olympia-Shirt, aber es gehört jetzt, glaube ich, nicht zur Uniform. Aber vielen Dank, nimmt man immer. Das da ist der wichtige Sack. Ich weiß gar nicht, Schatz, welche Farbe hatte das letztes Jahr? Blau, oder? So grün? Nee, grün war es nicht. Das war die Arnoldsjacke, glaube ich. Rot, dann das Jahr davor war weiß, schwarz. Das fandest du, glaube ich, schön. Und jetzt haben wir hier Golden, wie Wes sagen würde. Ah, jetzt, guck mal, jetzt macht das ja auch Sinn. Denn hier gibt es jetzt erstmal eine Hose. Hose dazu. Das sind also für die offenen Zweiteiler. Olympiahose, Legende Joe Weider drauf, der den Sport groß gemacht hat. Und jetzt hier das Herzstück. Gucken wir uns das Ding mal an. Boom. Die Olympiajacke von diesem Jahr. 2025. Nee. Kein Name drin. Hinten auch nicht? Nee. Nee. Oh Mann, ey. Der Downgrade. Alter, wie schade. Mein erstes Jahr in der offenen und jetzt machen die den Namen weg. Ah, egal. Zieh mal an. Ich bin fit. Man merkt auf jeden Fall, ich bin noch ein bisschen zu schmal. Ja, in der Off-Season passt die auf jeden Fall gut, aber ich finde die fresh, muss ich sagen. Trotzdem hätte ich mir jetzt da meinen Namen drauf gewünscht. Ich stick in dir drauf. Ja, Alice stickt ihn drauf. Bastel in dir drauf. Ja, so sieht die Montage aus. Die müssen wir auch jetzt gleich auf jeden Fall rocken und wir müssen auch gleich los. Und zwar in den nächsten, ja, wir müssen jetzt los. 11:30 Uhr müssen wir da sein. Dementsprechend würde ich sagen, nicht lang schnacken und Abfahrt. Also auf jeden Fall eine Nachricht, die meinen Tag heute gemacht hat. Das ist der Privatjet-Pilot von Arnold Schwarzenegger, der mir geschrieben hat. Er war gerade mit Arnold trainieren und Arnold hat sich nach mir erkundigt. Hab viel Spaß bei deiner ersten Mr. Olympia. Liebe Grüße von uns aus LA. Das hört man doch gern, Alter. Crazy.
Germany, Urs the Miracle And now, the man who makes his long-awaited return to the Olympia stage for the first time since 2022. He is the man they call the Mutant. Please welcome from the United I have a question for Urs, because last year you sat on this very stage on a little tiny stool and you fit on there. This year you sit in a sofa chair and you fill out the whole damn thing. I mean, I still don't need my own couch as Nick is doing, but I'm working my way up there. Yeah, so but listen, my question to you, Urs, is, I mean, I watched you from the beginning, but when you announced you're jumping into the Open in Italy as your first Open show, everybody talked about it, everybody said the same thing. He's going to do well, but he's still not big enough. Now, the whole world saw that size sometimes is not everything, even in bodybuilding. Size and shape in combination means a lot, and you stood out, so you won your first 2 Open shows, and you're on the Olympia stage now, you're in the tops. People have you in the top 10 as somebody who just moved up from Classic. How do you feel, and what's your mindset like right now, having all this hype going into the show, sitting next to these guys that you probably looked up to years ago? Honestly, I feel where I belong to not right now, because making weight for me past years was a hell for the whole year. We just talked about it backstage, and yeah, sitting next to those guys here, which I looked up to and which I followed over the past years, which helped me to grow, is just unbelievable for me and makes me hella excited. I'm loving bodybuilding, such as in my beginning years, where I met you, for example, and I really have my fire back inside my soul, and the future is definitely bright, and I'm happy to bring something special to the Open and close the gap between Classic and Open, and also show maybe for all the upcoming younger guys in the Classic that there is a possibility also to grow yourself into the Open division, and it's going to be a great weekend. Yeah, you beat the big man and everybody else in this. I see you eyeing that Sandow right there. It looks nice, doesn't it? Beautiful. Be a little bit better on your mantle, wouldn't it? Right above my TV in my room, you know? All right, give me the final call on this one. Nick, where are you going to end up placing, Mike? Will I be announcing you in first, top 5, or top 8? Nick Walker will be Mr. Olympia Saturday night. All right, you ready to hit it? Give it up for our champs, folks. These are your top contenders for the 2025 Mr. Olympia. Please welcome, representing the Bikini Olympia, 3-time Bikini Olympia champion, 2-time Arnold champion, the winning IFBB Bikini Pro all-time with 53 wins from the United States, Ashley Caldwell. Ja, Pressekonferenz kurz und knackig, ist vorbei. Ist ziemlich kalt, deswegen habe ich die Jacke gleich mal weiter gepasst. Ehrenmann. Ja, Gott froh, aber dass wir als erstes dran gekommen sind. Ich war echt kurz davor einzuschlafen und muss echt wirklich sagen, dass die Carbs auf jeden Fall Druck machen und ich schon sehr müde bin heute, aber jetzt haben wir ja Zeit, uns auszuruhen, denn ich brauche meinen Schutz hier. Das ist so cool, wenn man einen Kameramann hat. Jetzt ist es Zeit, ein bisschen auszuruhen, denn um 18 Uhr, 19 Uhr geht es weiter. Da ist Meet the Olympians und da treffen wir hoffentlich viele Fans, hoffentlich viele Deutsche und können uns da auf jeden Fall
ja, noch mit ein paar Leuten unterhalten. Ich versuche gerade ein bisschen die Zeit zu überbrücken, mit einfach irgendwas zu labern, dass wir hier ganz entspannt rausspazieren und ich gleich weiter essen kann, weil Stefan macht schon Druck. Denn wenn ich jetzt anhalte, werde ich hier gleich umswarmt und das mache ich sonst sehr gerne, aber wir sind am strikten Zeitplan, denn um 11:30 Uhr sollten wir hier sein und jetzt ist mittlerweile kurz vor 14 Uhr und da ich heute Abend nicht auf der Couch um 11 Uhr mit dem Meal sitzen will und es nicht reinkriegen will, Junge, jetzt habe ich aber durchgelabert. Du kannst aufhören, bis haben wir es offiziell rausgeschafft. Markus, hau die Frage raus, die wir alle lieben. Wo sind wir und was machen wir gerade? Wir, Freunde, sind, wie man unschwer erkennen kann, noch zu Hause. Nach der Press-Conference hatte ich auf jeden Fall einen guten Durchhänger. Ich bin ungefähr so wie nach einer guten alten Clubnacht, nach einer halben Pulle Jackie Cola in mein Zimmer gelaufen und bin umgekippt wie die Mauer. Jetzt merkt ihr aber, bin ich wieder das blühende Leben. Inzwischen, während unser Kameramann, a.k.a. Markus, a.k.a. der Burpee-Gott, nee, wie heißt es? Navy Seal-Gott. Das ist jetzt Puki. Warte, oder Puki, draußen Burpees gemacht hat, ist ihm gar nicht aufgefallen, dass wir kurz ins Gym gefahren sind, gell? Ich dachte, ihr habt Farbe gemacht. Nee, wir waren ganz kurz im Gym, weil Stefan saß ungefähr hier. Ich muss dich jetzt noch mal ganz kurz in dem gleichen Licht sehen. Wir wollten Farbe machen, sind dann ins Gym gefahren, haben ungefähr 30 Sekunden vor dem Check gemacht. Stefan hat und hat da noch mal ein paar Änderungen am Plan vorgenommen, aber ist richtig cool, denn ja, so kann ich auch beruhigt auf jeden Fall später schlafen gehen, beziehungsweise jetzt erstmal zur Miete Olympiens. Also auf Deutsch, trefft euren Olympia-Athleten. Und ich habe heute Mittag schon auf dem Weg zur Pressekonferenz einige Deutsche getroffen und hoffe, dass ich da jetzt auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute treffe. Leider wurde es mir auch vom Coach aufgetragen, dass wenn er herkommt und sagt, jetzt ist Feierabend, dann ist Feierabend. Ihr kennt ja eigentlich meine Haltung dazu, gerade die, was auf der FIBO waren, wo ich das eine Jahr noch um 18:30 Uhr vor Ausgang C stand und noch auf jeden Fall Bilder gemacht habe, weil ja, das extrem krass ist, was mir das gibt so und wie viel Dankbarkeit man auf dem Weg auch zurückgeben kann. Goosebumps auf jeden Fall am Start. Weil das ist ja für mich nicht normal und Live-Events sind absolut mein Favoritending. Es ist zwar schön zu sehen, dass ihr die YouTube-Videos auch so feiert, aber das ist am Ende eine Zahl und Menschen und ihre Geschichten live vor Ort zu treffen, ist definitiv nochmal cooler. Also wahrscheinlich bei jedem Event, außer wenn ich auf der Bühne stehe. Eigentlich auch schade, dass ein Tag vor der Stage ist, so, aber kann ich auch irgendwo verstehen. Noch mieser ist es für die 212 Jungs, die irgendwie morgen um 8 Uhr morgens auf der Bühne stehen und die auch jetzt Miete Olympians haben. Dementsprechend kurz und knackig, wir fahren rüber, nehmen uns Zeit und kommen dann heim und essen das letzte Meal. Und das wurde heute tatsächlich geändert, denn es steht das Essen bis hier. Ich habe jetzt nochmal ein Meal dabei. Also keine Ahnung. Es gibt wieder den guten alten Lachs mit Reis diesmal. Weil das ist so ein Ding, liebe Grüße an Dennis, an meinen Trainingspartner, Lachs geht immer, sagen wir. Und der Ball hat wieder seinen Spot geändert. Jetzt liegt er da drüben. Das geht auf jeden Fall immer rein und dementsprechend, ja, ist das der Plan für den heutigen Abend. Alice sieht aus wie eine 10 von 10. Ja, ohne Scheiß. Markus hat's verkackt. Nee. Unser Puki hat's verkackt. Also Alice ist... Komm runter. Alice ist brandheiß. Ja, wenn Markus nochmal so einen Kommentar hinterlässt, gibt es keine neuen Videos mehr bald. Da prügeln wir uns da draußen. Markus sieht fett aus und dann wünscht man sich ja, dass man direkt aus der Pistole geschossen sagt, so, nein, du siehst nicht aus fett aus. Naja. Nee. Und ich habe direkt gesagt, du siehst nicht fett aus, du siehst richtig hot aus. Ja, aber und habe direkt gesagt, Markus, ich hau dir auf die Fresse. Vielleicht fehlt heute Nacht der Computer und Alice macht irgendeinen Rachenattentat. Dass wir in einem Stockwerk leben. Markus. Ah, gut. Geh mal.
time I interviewed him, I felt actually like I was closer in size to him. Now I feel small. You're still big, brother. Do you have like 10 shirts on, or is that real muscle? That's hopefully real muscle. How did you gain so much weight in the last year? I mean, I gained the weight almost every year, but I need to cut my whole leg off to make weight. So you think you were holding yourself back? Yeah, definitely. I mean, I'm 265 now, and I was like 227 last Olympia. It's like you're a different person. I am, 100%. Deutsch, Englisch, Deutsch, Brasilianisch, so ist die Schlange hier. Nächstes Jahr will ich Deutsch, 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 Englisch, Deutsch, Deutsch, Deutsch. What's up, what's up? How you doing, man? Long time. See you, brother, man. What are you doing to this guy? He's getting lazy or what? Yeah? It's time that I come over and we kick your ass when again. I'm eating my rice with chicken, he's eating a burger. Kendrick, hey. My brother. See you, bro. Thank Have a you. good one. Hey, have a good night. Junge, bester Mann, Willi, nach wie vor. Bisschen Lipppflege, gefällig. In Vegas müsst ihr euch vorstellen, ist die Luft so trocken, dass wahrscheinlich die Form morgen noch drier wird. Aber ne, die Lippen, die werden da echt richtig spröde. 7 Liter habe ich ja immer in der Peak Week getrunken und jetzt wurde es heute erst von 6 auf 5 Liter und jetzt auf 3 Liter reduziert. Und das merkt man schon in der Hitze, wenn du nur 3 Liter trinkst, dann wird auf jeden Fall alles ziemlich trocken. Aber ist okay. Und ich bin jetzt auch schon wieder gottfroh, dass wir heute Abend das Mie geswitcht haben, weil ja, ich glaube der Lachs und der Reis fliegen heute besser rein als das andere Zeug. Und dass wir das Tanning gemacht haben schon. Und dass wir das Tanning gemacht Wirklich. haben. Das war ein guter Call von dir, Schatzi. Das wäre jetzt echt hart geworden. Jetzt stehen wir auf jeden Fall hier vor dem Torcho. Wir warten auf Stefan. Machen nochmal einen Check, fahren heim, essen. Dann will ich ja nur noch pennen. Sorry. Niemals synchron. Und dann ist morgen Showday. In diesem Sinne, leiten wir aus dem offiziellen Kick-Off vom Olympia-Weekend und sehen uns zum morgigen Showday wieder. Vielen Dank für den genialen Support, muss ich auch wirklich sagen, und das meine ich auch ehrlich, vor allem auch hier vor Ort. Ich weiß nicht, wie viel du da reinschneidest, aber es waren ein Haufen Deutsche da und ich habe mich jedes Mal extrem gefreut, weil
Ich habe mich auch über die anderen gefreut, über die Leute aus den USA. Aber die Reise auf sich zu nehmen, von Deutschland hierher zu kommen, eine Arbeit, einen gelben Schein zu holen oder Urlaub zu nehmen, das ist die finanziellen Kosten, die Leute investieren. Ja, das ist nicht für not for granted, wie der Ami sagen würde. Also nicht, jetzt bin ich schon so ein Opfer, der 2 Wochen in den USA ist und dem fallen die deutschen Wörter nicht mehr ein. Kennt ihr die? Wir sind ja 6 Tage hier. Ja, oder so. Ja, aber es ist nicht selbstverständlich, das ist das Wort. Und dementsprechend kann ich sagen, ja, Respekt und besten Dank von Bären und bis morgen. Adios.